So, dann fangen wir doch mal an, beziehungsweise machen weiter. Fragen wir beim Rekrutierer nach. Ja, eigentlich wollten wir das hier noch annehmen. Was ist mit dir? Die denken alle, sie könnten König werden. Was für Witzbolde. Was ist mit dir? Wenn der Primus der Wache mit diesem Kopfgeld Probleme hat, ist das doch das perfekte Ziel für uns. Denke nicht, dass uns jemand den Auftrag wegschnappen wird. Aber du solltest ihn dennoch annehmen, damit es offiziell ist. Ja, möchte ich ja gerne. Mache ich das bei denen? Es gibt nur eine Voraussetzung. Wenn man sich beim Rekrutierungszentrum anmelden will, man muss aus Grand Thread sein. Man muss ein Einwohner sein, um an der Eröffnungsfeier teilzunehmen. Oceana und Montario haben ihre eigenen Register. So bleibt die Sache wohl fair und hey, kümmere dich um deinen eigenen Kram, Elder. Ja gut, aber zu wem muss ich denn jetzt? Fragen wir beim Rekrutierer nach. Ah, hier wollte ich nicht drücken. Müsste doch hier sein. Ich kann jetzt auch nirgendwo anders hinreisen. Ja, okay. Hey, wäre es in Ordnung, den Kopfgeldvertrag für Hazemay anzunehmen? Hazemay? Sind sie dafür wirklich gut genug? Ich kann keine Verantwortung übernehmen, falls sie da draußen getötet werden. Natürlich kann ich das. Sie sind schon ein seltsamer Vogel oder vielleicht auch nur unerfahren. Machen Sie sich auf nach Matera. Wahrscheinlich bekommen Sie dort mehr Informationen. Keine Frist, das ist schon mal gut. Aber die wollte ich jetzt nicht sofort machen. Oh, 100.000 Rief. Gut, wir haben einen Vertrag. Gehen wir fürs Erste zurück zum Gasthaus. Und danach möchte ich bitte mal die Nebenmission machen. No registration issues, I trust? No, indeed. And we found ourselves a perfect target. Fine work. Stroll. Vergisst du etwas nicht? See? She's convinced. Nothing to worry about. Ja, genau. So geht's auch. Don't worry about it. I'll prepare a map of the surrounding areas as well. But never mind that. Have you found us a kingly carriage? Well, I have made some arrangements. Ah. How best to put it? The vessel itself is without peer. Supposedly, it will come to us on the day of the opening ceremony. You don't sound too sure about that. Ah, die hat uns auch was zu verheimlichen. No, I'm certain. All I mean to say is, well, you shall soon see for yourself. Well, under the circumstances, I'll take what we can get. And setting that up in a day. Not so bad having a knight on our side. You needn't speak so. In truth, I've just resigned from the knight's order. Though 'tis only my bond of service I relinquish, not my title. Ha, okay. We will shortly be seeking Luis's esteem. Should it come to light that I am a knight in active service, it may jeopardize our efforts. Still, you didn't hesitate to leave. I can tell you're serious about this. 'Twas not an abrupt parting. I've come to doubt the order since returning to find them serving the Santifex and not the royals. Those who refused the church's rule were cast out for their defiance. I only hope those fallen knights found useful employ elsewhere. Sounds like you've been through a lot too. Well, in any case, we can focus on our bounty contract now. Let's make sure we get some proper rest tonight. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich noch die Mission machen kann. Aber müsste ich ja eigentlich. Let's rest. Also können wir echt nicht wandern? Aber vielleicht hat er was. Ne. Now then. Unsere Vorbereitungen verlaufen offenbar problemlos. Nun, abgesehen von einer gewaltigen Unsicherheit. Ach, egal. Hör nicht auf mich. Aber bitte sei nicht überrascht, was immer auch geschehen mag. Morgen reist sie ab. Maria wird euch bestimmt vermissen. Also schaut so oft es geht vorbei, auch wenn es nicht so häufig sein wird. Okay. Hey. Ich habe Fabienne meine Karte vom
Matira gebeten. Sie hat mir die aus Greos persönlichen Sachen gegeben. Darauf sind alle Hauptstraßen eingezeichnet. Wir hätten wohl auch in der Stadt eine gefunden, aber Militärkarten sind immer präziser. Yeah. Fabienne ist weiter unser Anker. Wir sollten als Dank dafür unsere Ziele erreichen. Gut, also wir können wirklich wahrscheinlich nur pennen gehen. Können wir hier noch rein, zu Maria? Okay, lässt uns nicht rein. What? Okay, hier dürfen wir auch nicht rein in Hulkenbergs Zimmer. Dann können wir nur pennen. Good night. Can I come in? Jetzt werden wir wohl mit ihr nochmal das Buch lesen. Magst du noch etwas lesen? To read some more? Not today. Oh, okay. You're all leaving tomorrow, right? I'll be cheering for you. I just... Oh no. I promised Miss Fabienne I wouldn't cry. Oh. Ich verpetz dich schon nicht. It's alright. I won't tell her. Papa was trying to stop a bad man, you said. And that's what you're all doing too, isn't it? Please come back home safe. I'll be waiting here as long as it takes. Warte auf mich. Wait for me. Yep, I'll be waiting. The next time I see you again, can you tell me more about the outside world? This one's important. Ich muss eine Geschichte von meinen Reisen finden und Maria erzählen, die auf meine Rückkehr wartet. Ein antitoxischer Hasenbraten als Belohnung, sehr gut. I never got a chance to say this to Papa. So, thank you. I'll go to bed now. Captain, may I have a moment? Good night. I was hoping for a chance to speak before we set out. Since our meeting, I've done nothing but impose on you. Also will ich das jetzt nicht Now sehen. you risk your very life for this cause. 'Tis no easy burden. It pains me to see. When I think of how this may yet save His Highness, I lose sight of all else. Such disregard ill becomes me. Du bist ihm wirklich treu. You truly are devoted to him, aren't you? I suppose I am at that. A guiding oath of 12 years is not easily cast aside. But that book... We met once before, on a carriage bound for the capital. Do you recall? Haben wir? Achso, als du mich rausgeschmissen hast? I remember your stunt getting me flung in the wastes. My apologies. I thought only to minimize casualties, one way or another. So, 'tis a novel envisioning an ideal world. Curious to see a utopian novel these days. I'd thought them long since banned. Echt? Utopische Bücher sind verboten? Krass. Ah, you needn't worry. I've no intention of taking it from you. Ich frage mich wohl, warum das so ist. I've sometimes wondered why such books were forbidden. Ja. Rumors say the Sanctists objected to their contents. Yet I wonder, how could a simple book have possibly stung them so? Do you mind if I read a passage or... So, it is a fiction written as if a personal account. This chapter seems to concern the system by which the nation's leader is decided. In this country, one cannot become even a statesman, much less sovereign, without the consent of the people. Those who aspire to statecraft must first solemnly swear before the people what they will do in service of their country. Should they earn title but break their word, they are denounced and stripped of power. Such is the authority of the people. Also bräuchte man hier auch. In this way, it is the people who are the land's true king. Quite the opposite of our own country. Now I see why our upper echelons would abolish such texts. Had our lands embraced such accountability,
Perhaps His Royal Highness would not have suffered such a fate. No. As a knight, it's not my place to say. I must clear my head of these fantasies. In the end, clinging to a dream will do me no good. Oh, I suppose 'tis not so bad to dream now and then. It takes power to walk the path of our dearest hopes. Perhaps that is the purpose of this newfound strength. My dearest dream. 'Tis to save His Highness, even at the cost of my life. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Judah! Lady Judah! Ich mache nur mal ein paar Thumbnails, Screenshots fürs Thumbnail. Faraway sky, blue and clear. Echo my wish, so that all may hear. One and all born to this land, as here we stand. Let us greet the rising dawn, hand in hand. Faraway sky so clear. Let my wish echo. Far beyond the Hm. Even I'm feeling the heat. Well, I suppose it's time to fan the flames. Ladies and gentlemen, welcome one and all to the inauguration of the Tournament for the Throne! For the first time, the crown is anyone's to claim, as long as the aspirants can complete 3 grueling challenges. Wow, a Sanctus Crier! He's perfect for this! Let's discuss the venues. We kick off in the west, in the Pearl of the Coast, the Principality of Oceania's harbour city capital, Port Brilehaven. There, they face their first challenge, the Exhibition of the Brave. Each contender must bring back the head of a monster, a mark of their prowess and courage. Next, our would-be monarchs head east. Upon the misty peaks, we arrive in the Principality of Montario's beautiful city of faith, Alterbury Heights. And finally, our heroes make their well-deserved return home to Grand Trad. But first, let's do introductions. It's time to meet those risking their lives for the crown. Closest to the throne, I know him, you know him. It's Sanctism's one and only 78th Sanctifex, His Eminence, Forden! Victory to Sanctifex Forden! I claim no great ambition, nor any heated calls to action. All I wish is to restore order for our people and to safeguard our land from the threats beyond. This chaos we face is but one of God's many trials. Let us restore our kingdom's glory together! Moving right along, we come next to His Eminence's champion, the very spear in his hand,
the warrior monk captain of the crown theocracy, Master Giddo! I come before you only in loyal service of His Eminence. I relinquish the throne to him gladly. But those who would seize the crown by force, I will teach you to fear God and to fear me! So much for this being a fair competition. How many horses do the Sanctus have in this race? Still, it's not over by far. The Luis supporters won't take this lying down. What cowardice, crier! Where's Count Louise? All right, settle down. At this time, I can report that Count Luis has not applied to enter the tournament. Okay. What? He's not even entering? Then what becomes of us? Our entire purpose in this race was to get closer to him. Don't worry. He's definitely paying attention. He's only in second as it is, so we can't afford to ignore this whole production. Sit tight. I'm sure he'll make a move soon. All right, all right. For those Count Luis supporters, you might want to meet our next entrant. A rising socialite, a man of ambition, godless and fearless, the brash young warrior serving Count Luis, Gladel, the Black Hound. Ach, die Sau. Him? So he was one of Luis's men. The fallen king embraced sanctism and all its holy tenets, and for what? He was nothing before Lord Luis. Look to the sky all you wish. No god can save you! What our country needs is power! Well, it's not quite all the contenders, but let's get on with the introductions. The great liberal merchant, it's Roger Ward. By war, by conquest, by right, it's Rudolph Krauss. In it more for the gauntlet runners than the throne, it's Lena Caden. Sure to be popular by pledging free drinks for life, it's Loveless O'Shea. Uplifting the beautiful and deposing the hideous, it's Milo Maurizio. Wow. If we lose this, I think the country has some even bigger problems. Now, I do believe we have one final candidate. Ja, Do we wir. have an Elden boy present? Come on, let's see a face. What? An elder? Disgraceful. Is this the only way you could think to distinguish yourself? By the way, the ride you applied with still hasn't arrived. And, if it doesn't show up by the time the noon bell rings, you're disqualified. All right? Hey! What's going on? That nitwit! What is he doing? So, contestants, are you ready? What? Last, I say! Wait! Found your behave! A land runner? It's quick! Wait, it's headed right for the... It'll crash! Whoa! Ja, so viel dazu. Den werden wir wohl nicht mehr fahren können. What the heck is that? Wonderful. So much for a first impression. What ho? Isn't he a marvel, chums? You dolt! You nearly brought down the cathedral! Have a care, you buffoon. 'Twas bad enough when Luis did it the first time. That feckless, shameless old fool! Not bad, kid. Guess you've got some interesting tricks up your sleeve after all. Right, I'd call that a full roster. Ladies and gentlemen, race across the land. Go, prove yourself worthy and earn your crown. For the people, for the throne. Let the games begin.
We must take to the road. Aber ich glaube, das sind genug Screenshots. Okay, das Ding funktioniert doch immer noch. It's incredible. Ja, es sind weniger geworden, scheiße. Just a sec. Hey, was ist mit diesem Ding los? Soll das etwa unsere Kutsche sein? Can you hear me? Soll ich einfach auf der Hauptstraße fahren? Die anderen scheinen das auch zu tun. Du bist genauso verrückt wie dieser Läufer. Danke fürs Kompliment, kleine Dame. Kannst du mir bitte die Koordinaten für diesen kleinen Testlauf durchgeben? Uff, was zur Hölle ist los? Let's see. Unser nächstes Ziel ist also die alte Schlossstadt Matera. Von hier aus liegt sie ziemlich weit im Süden. Okay, da müssen wir hin. Aber ich möchte gerne mal meine Aufträge erstmal angucken. Genau, das ist die. Da wollte ich jetzt als nächstes hin, in die Wüste. Let us hurry. Let's see. This place here. Let us hurry. Kann ich da noch gar nicht hin? Was habe ich denn noch für Aufträge? Genau, ein Pistolero. Ritter und Krieger. Na gut, das ist die Hauptstory, aber ich kann doch nicht in die Wüste, echt nicht? Oh, I smell trouble. Notfalls machen wir es halt einfach später, dann müssen wir jetzt wohl hier hin. Wow. 4 Tage und 3 Nächte. Spectacular. Ja, dann verfolgen wir jetzt erstmal die Hauptquest. This is amazing. I don't know a thing about gauntlet runners, but even I can tell this is a hell of a craft. I can hardly believe she's ours to drive. You're telling me, lad? Feels like ages since I've been out on the open road. This girl's been waiting long enough for her time to shine. So this is what you use to talk with the driver? Convenient, that. Look, old fellow, are you really on our side? You realize we don't have funds to pay you. Money? Ha! I'm not in this for the money, boy. What I want is a little gusto. What do you think, lad? Isn't this a rush? It is at that. Like riding the wind. That's the ticket. It's been so long since I've had a good chinwag. Brilliant, isn't it? Fantastisch. Yeah, it's amazing. You've a good head on your shoulders, boy. Yes, I can tell you're a sharp one. Where to, ladies? The world is our shellfish. You certainly are a different person behind the wheel. Hey, Hulkenberg! Can we get an explanation yet? That man is Neurus. An Ishkia, if 'twas not obvious from the wings. And despite everything, he was heir to a noble house and personal machinist for the royal family. What? He's a master engineer, of course, positively peerless. But as you can see, the runners get him a bit excitable. Er scheint auf jeden Fall ganz cool drauf zu sein. Gewölbe im Adelsbezirk. Neurus?
I'm coming in. Even amidst all this commotion in town, I find you buried in your work. Too much to do. As always. To business, then. I must ask a favor. Would you be able to ready a carriage for me? No new commissions, no time for them. Ask another right. It is not a new one I require. Before His Highness disappeared, did you not accept a contract to build him a custom carriage? Without a formal owner, I reasoned that it must now lie unused. I was hoping I might borrow it. But pish and tosh, woman. She is for royal use and naught else. 'Tis an unreasonable request, I know. But I'd not be asking without a grave need. Might I at least see it? I mean, well, 'Twas specially made for His Highness, yes? Not a work you'd have sold off. Where lies it now? I've deadlines to meet, dash it! Off with you now! Leave me be! You've been acting stranger than usual. What ails you? Whoa! Oh, uh-oh. Good God. Is this a gauntlet runner? The very craft commissioned for His Highness the Prince? Even knowing His Highness was gone, still you toiled away. On your... Ah, okay. You are an inspiration. Such nobility of purpose. Ich wollte noch mal gucken, was passiert, wenn ich den rechten Stick reindrücke. Yes. Right. However, for a craft meant for the royal family, it is rather excessive, isn't it? Did you really build this vehicle exactly to their orders? Ja, höchstwahrscheinlich nicht, so wie das aussieht. You cannot mean... Well, at first, certainly. I followed the blueprints exactly. But then His Highness died, and... well, I couldn't just let the old girl waste away. A masterpiece like her? Collecting dust in storage? No! Unacceptable! I'm working toward a dream. And this poor old girl is going to help me see it through. You imbecile! A lowly, brazen court engineer butchering His Highness's inheritance for a hobby! For this mania! You embezzled the royal treasury and disrespected his legacy! Mercy, please! Look, take my head if you must, milady, but leave the Balliol runner alone. Look, this runner... Tis fully operational now, is it? Then I suggest you cooperate, for both our sakes. Finish your tinkering by tomorrow and bring it to the Grand Cathedral as soon as you can. Eh? What's all this now? You play the proud soldier at me and then pluck it for your own schemes? 'Tis no scheme. I would use it for His Highness's sake. For His Highness, eh? Hold a tick. Haven't you been looking for him? Wandering across God knows where last I heard? So if you're back now and now you want a gauntlet runner for His Highness? Is His Highness still alive? That's it! I've got you, haven't I? 'Twas His Highness who gave you refuge while you were only a heretical scholar condemned by the Sanctists. The time has come to repay His mercy. Understood. So war das also. Is that enough? Can this old duck really handle an undercover operation?
I know what you're thinking, but 'tis at least true that he feels an undying debt of gratitude to the royal family. Pish and tosh, boy. A little faith. Not to brag, but this old duck's craft might be the fastest gauntlet runner in the kingdom. Why, probably the world. I think. Maybe. How encouraging. All I want is to push this runner as far and as fast as she can go. Show her off to the world. And you? Well, I presume you'd rather work together than have to walk, eh? I don't know about this, but I guess we'll just have to trust him. What do you think? Ich denke, wir können auf ihn zählen. I think we can count on him. If you're sure, I suppose. We'll deal with it if we have to. Either way, he knows the prince is alive, so we can't just leave him to his own devices. We're all in the same boat. Or runner, I guess. You lot can handle the fighting, and I'll handle all the driving and grease work. Just make sure you've got a proper plan for all this mess now. This guy's got no filter. But he has a point. We do need to talk strategy. So, summing up. Our first trial is to slay a monster. We take its head as proof, then get it to the goal line before the deadline. The bigger the head, the better. Our destination is Port Brilehaven, the capital of the Western Principality of Oceania. It'd be a trek on foot, but this gauntlet runner should make it a snap. So getting the bounty's head is our next move. And our target is a nefarious criminal who's been kidnapping and selling off children. Right? A criminal? Did the task not specify a monster's head? Don't worry, all part of the plan. We don't need to win this thing, we just need to get Luis's attention. Everyone's going to show up with monster heads, and we shake things up with a felon. A knight-turned-kidnapper at that. Shows them we're there for justice. But to deliberately violate the rules, we risk being disqualified entirely. Then again, 'tis just as likely to win the people's attention and thereby Luis's. I do understand the intent. What do you think of this plan? Ich vertraue euch. I trust all of you completely. Good enough for me. A captain's got to trust his crew, after all. The bounty's Heismay, an ex-knight. I realize that's a little close to home, Hulkenberg, so if you'd rather hang back... No. His title is precisely why I cannot let his atrocities stand. And yet... 'tis strange indeed that we are hunting a mere man when the trial demands a monster. Then again, our true aim is beyond the ambitions of any other aspirant. Our fate rests in this plan of yours, Stroll. Thank you. I'll try to ensure your trust isn't misplaced. Wir schaffen das schon. Ich denke, das wird gut gehen. Es geht halt wirklich nicht darum, ob wir gewinnen, sondern ob wir von den meisten Leuten gemocht werden einfach. Feel free to use anything in the gauntlet runner. Even got a bathing room if you could use a wash. Ach, cool. Good to know. Hauptsache ein Scheißhaus. Yes. You needn't tire yourself out before we arrive. Well, I'm a tinkerer and not much else. All my fighting happens in the old workshop. But I'll take you wherever you're going for your sake and mine. After all, the wilds out there are no berry picnic. Oh no. It's a den of wild beasts and savage scoundrels. And we'll not get past it without days on the road together. So, if you need anything besides a steady hand on the wheel, give me a hoot. He's certainly an eccentric, but he doesn't seem like a bad person. We'll get used to him. Ja, ich finde, der passt gut zu uns. Zu unserer Gruppe. Fairnessläufer. Der Fairnessläufer ist mit Bereichen für verschiedene Aktivitäten ausgestattet, wie zum Beispiel dem Strategieraum, den Aufenthaltsraum und der Kombüse. Du kannst zudem von Moors Standorten aus Akademia besuchen. Werfen wir zu einen Blick auf den Maschinenraum. Sieh dir unterwegs alles in Ruhe an. Oh, yeah? Ich war noch nie in einem Fairnessführer. Ich würde mir gerne mal den Maschinenraum ansehen. Gut, dann machen wir es doch als nächstes.
Wow, das ist ein stattlicher Fairnessführer. Der Fahrer macht mich allerdings ein bisschen nervös. Ich quatsch schon mal mit unseren Kollegen hier. Eine Kutsche kann nicht mit einem Fairnessläufer mithalten. Die Dinger haben ihren Ruf wohl wirklich verdient. Das Schütteln ist anders, als ich dachte. Ziemlich beschwerlich. Aber wenn ich mich einmal daran gewöhnt habe, wird es sicher eine schöne Reise werden. Das stimmt allerdings. So, was hast du zu sagen? Immerhin bietet der Läufer eine bequeme Reise. So exzentrisch er auch sein mag, unser Hofingenieur hat sich seinen Titel mehr als verdient. Allerdings mache ich mir Sorgen um das Innere des Läufers. Ich hoffe, er hat keine seltsamen Veränderungen vorgenommen. Die Karte zeigt die Umgebung unseres Zielpunkts Mattia. Okay, das ist ganz normal die Weltkarte dann. Ich frage mich, wo wir gerade wohl sind. Also wir können hier nirgendwo hinreisen. Aktuell zumindest noch nicht, aber ich denke, das wird später so sein. Wir sollten aber mal erstmal in den Maschinenraum. Nicht jetzt, es gibt Dringenderes. Okay, wir können also schon mal nicht aufs Klo. Hier ist die Kombüse. Ja, okay, ganz klar. Hier können wir kochen. Warte, war hier noch was? Lebensmittelregal. Nahrungsmittelvorfahrt für eine lange Reise. Und ich würde die Sachen lieber kochen, als sie so zu essen, wie sie sind. Dann schmecken sie besser. Und hier können wir schlafen. Okay, hier sind unsere Betten. Ah, wir schauen uns jetzt erstmal die Maschine... Oh, was ist das? Die Waschmaschine. Bin mal gespannt, was wir da machen können. Jo, und das Ding hat einfach ein Herz. Krass ist das denn? Ich frage mich, womit diese Kiste läuft. Ja, mit einem Herz. Jetzt sag nicht, das ist ein menschliches Herz. Oh, habe ich mich erschrocken. Das Rauf verläuft auch hierher. Das ist ein sogenanntes Läufertelefon. Die gibt's in jedem Raum. Ich habe gehört, dass du dir Gedanken über die Antriebstechnik des Schmuckstücks gemacht hast. Die Fairnessläufer nutzen Maglerkristalle als Treibstoff. Früher war eine Reise durch die Wildnis lebensgefährlich, aber dank den hellsten Köpfen des Königreichs wurde der Fairnessläufer geboren. Die Beine des Läufers basieren auf denen einer riesigen Bestie. Selbst im schwierigsten Gelände gibt es keinen Impulsverlust. Ich habe diesen Läufer unter anderem mit Fokus auf das Tempo umgebaut. Noch einen Schritt näher an meinem Traum. Welcher Traum? Das ist eine lange Geschichte. Die erzähle ich nur, wenn die Zuhörer für die nächsten Tage sonst nichts vorhaben. Ach, nicht so wichtig. Vielleicht ein anderes Mal. Nun, vieles an diesem Schmuckstück ist noch in Arbeit, aber ich will ein paar neue Tricks beibringen. Freut euch schon mal darauf. Die Sonne geht bald unter, wir sollten also über ein Nachtlager nachdenken. Im Dunkeln kommen wir nicht weit und auch dieses Schmuckstück braucht mal eine Pause. Aktivitäten im Läufer. Die Reise geht weiter, wenn du Zeit im Fairnessläufer verbringst. Nutze die Einrichtung dort und erhalte Gegenstände, steigere Fähigkeiten und erledige Aufgaben, für die du in der Stadt nicht die Möglichkeit hattest. Du kannst kochen, lesen oder die Waschmaschine nutzen. Im Laufe der Zeit werden weitere Aktivitäten verfügbar sein. Okay, das ist schon sehr cool. Außerdem kannst du während der Reise Zeit mit deinen Verbündeten verbringen, wodurch sich deine königlichen Tugenden verbessern können. Letztendlich liegt die Wahl bei dir. Kommen wir hier dann runter? Ach, das ist ein Zünder? So einen Zünder habe ich noch nie gesehen. Ein Zünder, gewaltig im Vergleich mit denen der Armee. Soweit ich mich erinnere, benutzen sie Maglerkristalle als Brennmittel. Ah, und hier haben wir Moor. Da müssen wir jetzt aber nicht hin. Oh, was ist das? Ein Pinsel? Reinigungsgerät mit Griff. Dieses seltsame Werkzeug ist ein Reinigungszünder, den Neuras modifiziert hat, um Wind zu erschaffen, der wiederum Staub aufsammelt. Ziemlich raffiniert. Also ein Besen, das ein Staubsauger ist, oder wie? Ich weiß, dass es nicht leicht ist, aber all das Heben und Bücken stärkt doch sicher deine Beine, oder?
wenn ich den Innenbereich des Fähigkeitsläufer reinige, wären meine maximalen TP-Steine. Okay. Das machen wir vielleicht später. Ist auf jeden Fall cool. Neueres Forschungstisch. Vielleicht werden hier neue Erfindungen geboren. Meine Güte. Kann man wieder nicht lesen. Da sind einige ungewöhnliche Gegenstände. Neueres persönlicher Besitz, denke ich. Diesen Duft bin ich noch nie begegnet. Ich weiß gar nicht, ob es nach Essen oder nach Kraftstoff riecht. Dann gehen wir erstmal hoch zum zentralen Flur, würde ich sagen. Speaking of. Neueres meinte, er hätte die Kombüse auf Vordermann gebracht. Hast du Hunger? Möchtest du was essen? Ich bin auch keine Meisterköchin, aber Stroll meinte, er wollte ein paar Rezepte ausprobieren, die er in der flüsternden Honigbiene gelernt hat. Ah, okay. Verwende den Kochtisch im Fairnessläufer, um eine Mahlzeit für dich und deine Verbündeten zuzubereiten. Der Verzehr der selbstgekochten Mahlzeiten kann verschiedene positive Effekte für deine Gruppe haben. Zum Kochen benötigst du Zutaten, die du kaufen, gewinnen oder einfach finden kannst. Du solltest möglichst viel experimentieren. Wenn du jede Mahlzeit zumindest einmal zubereitet hast, bist du vielleicht in der Lage, das ultimative kulinarische Meisterwerk zu erschaffen, okay? Wessen Handschrift ist das? Das sind Notizen zu 9 potenziellen Rezepten. Ah. Noch ein Haufen Rezepte. Wir kochen jetzt noch nicht. Wir schauen uns jetzt halt erstmal noch komplett hier um. Okay, er hält Neuras geheimnisvollen Vorrat. Wir gehen jetzt erstmal scheißen. Super. Okay, ich habe gedacht, wir können vielleicht jetzt irgendwo anders hin, aber es wird ja, glaube ich, noch keinen Sinn machen. Na, was hier? Führt zum hinteren Ende des Läufers. Tut mir leid, aber ich muss mich jetzt aufs Fahren konzentrieren. Ich bin etwas aus der Übung. Komm doch am Abend vorbei, wenn du reden willst. Gut, da oben ist das Cockpit, da können wir noch nicht hin. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hoch, gucken, was am Ausguck ist. Oh, sind hier... Ah, ich dachte, weil hier gerade Gegner sind, das wäre cool, wenn man die irgendwie hätte angreifen können. Okay, keiner will gerade mit uns sprechen. Und wir können in der Küche, aber wir können jetzt nicht irgendwie die Gegner von hier angreifen. Vielleicht noch nicht. Vielleicht gibt es ja später eine Mechanik im Spiel, damit wir das können. Ein paar Zutaten, okay. Milch, Gewürze, ja, Milch und Gewürze. Aber ich möchte noch nicht kochen, weil hier gab es doch noch eine Aktivität. Hier. Hier waren wir noch nicht drin. Ein paar Bücher und wir können lesen. Wie man jemanden überzeugt. Das hat Neueres wahrscheinlich hier gelassen, oder? Bringen wir es ans Fenster, wenn du es gemeinsam lesen möchtest. Dann erhöht sich die Redegabe. Ja, wir lesen das Buch erstmal. Dieses Buch soll einem angeblich beibringen, wie man andere dazu bringt, einem zuzustimmen. Dieser Teil gehört zu den Grundlagen.
Erste Eindrücke sind entscheidend, wenn es um Verhandlungen geht. Nun gut, das könnte durchaus wahr sein. Mit einem natürlichen Lächeln und bescheidenen Auftreten reißen sie die von einer Person erreichte Mauer ein. Setzen sie dann Schmeicheleien ein, um Schwachpunkte offenzulegen. Schwachpunkte offenlegen? Warum? Um die Oberhand zu gewinnen, würde ich sagen. Sure. No kidding. Oh, ich verstehe. Es kommt mir etwas feige vor, aber vielleicht ist es wichtig, um sicherzustellen, dass alles nach den eigenen Vorstellungen läuft. Alright. Auf 4 Punkte in Reden, cool. Ich bin überrascht. Für den reibungslosen Verlauf von Verhandlungen kann sich ein rauer Umgang doch als hilfreich erweisen. Das ist bestimmt so wie in Persona, dass wir die mehrmals lesen müssen, um durchzukommen. As the scorching sun sinks below the horizon, and the curtain of night falls over the land, protected within the stalwart hull of the Gauntlet Runner, the party gains a short, peaceful respite. Vielleicht kann ich ja hier auch in die Wüste einfach raus, das wäre gut. Lager einrichten. Nachts wird die weite Wildnis außerhalb der Stadt in tiefe Dunkelheit getaucht. Selbst mit einem robusten Fairnessläufer ist es unglaublich gefährlich, sich einen Weg durch das Land zu bahnen. Schlage stattdessen lieber an einem sicheren Ort ein Lager auf. Am nächsten Morgen kannst du dann deine Reise fortsetzen. Im Lager kannst du alle Einrichtungen des Fairnessläufers wie gewohnt nutzen und außerdem mit deinen Verbündeten in Erinnerung an die Reise schwelgen. Versuch's doch mal. Noch 3 Tage, bis wir Dingens erreichen. Martia. Unsere erste Übernachtung im Fairnessläufer. Ich bin ganz aufgeregt. Aber die Nacht ist lang. Wieso entspannen wir uns nicht zur Feier des Tages nicht mit jemandem? Das hört sich auch auf jeden Fall gut an. Ich würde sagen, das machen wir auch. Und ich werde aber erstmal speichern. Und dann gucken wir, mit wem wir die Zeit verbringen.